Ambitionierte Ziele scheitern selten am Ehrgeiz. Sie scheitern schon im System darunter. Auf der Slide, im Dokument oder in deinem Kalender sehen die Ziele immer klar und überzeugend aus. Wähle aus folgenden Buzzwords mal aus: Wachstum, Transformation, Gym, Fitness. Das Buzzword ist schnell gebaut. Das eigentliche Problem beginnt erst danach. Was davon lebt am Dienstagmorgen noch, wenn der Kalender voll ist, zwei Themen brennen und keiner wirklich Bock hat auf die Aufgabe, die den eigentlichen Unterschied macht? Der Punkt ist, große Ergebnisse wirken von außen oft wie das Produkt von Talent, Disziplin oder einem heroischen Kraftakt. Einmal richtig zusammenreißen, einmal brutal liefern, einmal komplett neu starten. Im Alltag funktioniert es nicht. Was trägt, ist ein System. Ein System, das aus einem Ziel eine Folge kleiner, klarer Entscheidungen macht. In der Unternehmensberatung habe ich oft gesehen, wie sauber ein Ziel im Steering-Komitee formuliert war und wie schnell es im Alltag weich wurde. Bei Bosch und Porsche habe ich erlebt, wie viel Wirkung in klaren Abläufen steckt, lange bevor das Ergebnis auf einer Kennzahl sichtbar wird. Und ich kenne es auch von mir selbst, mit meinen 2 Masterarbeiten und den Papern, irgendwelche Industrieprojekte und auch die Startup-Arbeit. Von außen sieht das schnell nach einer geraden Linie aus. Die Wahrheit ist deutlich nüchterner. Fast alles, was bei mir funktioniert hat, lief über kleine, wiederholbare Entscheidungen, die sauber genug gebaut waren, um auch an einem mittelmäßigen Tag zu halten. Darum geht es heute. Es geht um das System hinter ambitionierten Zielen. Wenn du selbst ein großes Ziel verfolgst, im Job, im Unternehmen oder privat, du brauchst eine Logik, mit der aus Anspruch ein Ablauf wird, aus einer Idee ein Rhythmus, aus guter Absicht ein Verhalten, das wiederkehrt. Aus Studien und meiner Unternehmensberatungspraxis zeige ich dir dafür 4 Bausteine, die den Unterschied machen. Wenn du die wirklich verstehst, dann kannst du die Ziele anders bauen. Klarer, robuster und deutlich näher an der Realität. Erstens, ein Ziel ist keine Arbeitsanweisung. Der erste Fehler passiert oft ganz am Anfang. Das Ziel ist sauber formuliert, aber praktisch nicht brauchbar. Beispiel: Ich will meine Thesis endlich auf ein Top-Niveau bringen. Oder wir wollen produktiver werden. Oder wir führen jetzt KI ein. Das sind Überschriften. Mit einer Überschrift arbeitet aber niemand. In Projekten fällt mir das meist an 3 Stellen auf. Es gibt keinen klaren Text, keine saubere Zuständigkeit und keinen nächsten Schritt, den jemand heute wirklich ausführen kann. Dann wirkt das Ziel groß, aber es bewegt nichts. Es hängt über allem wie ein Poster. Ein belastbares Ziel muss deshalb übersetzt werden. Wer entscheidet was bis wann? Welcher Termin erzwingt Klarheit? Welche Aufgabe ist so geschnitten, dass sie heute wirklich begonnen werden kann? Was wird dafür bewusst nicht gemacht? Genau hier trennt sich die Ambition von irgendeinem Theater. Wenn ich an die Zeit des intensiven wissenschaftlichen Arbeitens denke, dann schreibt man nicht, indem man an der Arbeit schreibt. Du formulierst einen Abschnitt, du baust eine Tabelle, die endlich logisch ist, du ziehst einen Gedanken so lange gerade, bis er trägt. Dasselbe gilt für Karriereziele. Niemand arbeitet heute Abend an Karriere. Du bereitest ein Gespräch vor, du baust eine belastbare Storyline, du schickst eine Nachricht, die etwas auslöst. Der Fortschritt entsteht unten, nicht irgendwo oben. Sobald ein Ziel in ausführbare Einheiten übersetzt ist, verliert es einen Teil seiner Aura oder Angst. Das ist gut. Genau dann wird es bearbeitbar. Und noch ein Tipp von mir: Schau dir das SMART Framework für Zielfindung an, was ich bereits sehr oft erfolgreich verwendet habe. Zweitens, gute Systeme rechnen mit einem normalen Tag von dir, nicht mit irgendeiner Heldenversion. Ziele werden meist in Hochphasen für eine Version von sich selbst definiert, die im echten Leben nur sehr selten auftaucht. Diese Version steht früh auf, ist glasklar fokussiert, trifft saubere Entscheidungen, lässt sich nicht ablenken und zieht ohne Friction durch. Gegen diese Figur ist wenig einzuwenden. Das Problem ist nur, sie sitzt nicht jeden Morgen an deinem Schreibtisch. Ein starkes System muss deshalb eine härtere Frage bestehen. Funktioniert das auch an einem vollen Mittwoch, wenn du müde bist und der Tag schon vor 10 Uhr entgleist? In der Beratung war das für mich immer ein guter Test. Sobald ein Vorhaben nur dann sauber läuft, wenn alle maximal vorbereitet, hochmotiviert und mental frisch sind, ist das System viel zu fragil. Gute Systeme wiederum senken die Einstiegshürde. Sie nehmen unnötige Entscheidungen raus. Sie machen Verantwortlichkeiten so klar, dass der nächste Schritt nicht nochmal aufgewärmt und diskutiert werden muss. Sie bauen den Start klein genug, damit er auch unter Druck noch stattfindet. Und privat ist das nichts anderes.
Wenn du schreiben willst, sei es einem Freund, deiner Mutter oder einfach für dich selbst, dann darf der erste Schritt nicht jedes Mal aus einer halben Stunde innerem Verhandeln bestehen. Wenn du trainieren willst, darf der Aufwand vor dem Start nicht größer wirken als das Training selbst. Wenn du lernen willst, hilft dir kein hoher Anspruch, wenn die Aufgabe so groß formuliert ist, dass du sie automatisch auf morgen schiebst. Ich habe für mich irgendwann verstanden, ich darf mich nicht auf Tagesform verlassen. Ich brauche Setups, Zeitblöcke, die schon stehen. Dokumente, die offen sind, Aufgaben, die so geschnitten sind, dass der Einstieg nicht zu heftig wirkt. Je weniger Friktion vor dem Anfang liegt, desto höher ist die Chance, dass aus Absicht ein tatsächlicher Schritt wird. Punkt Nummer 3. Fortschritt zeigt sich früher, als die meisten Resultatlisten es erfassen. Das Auge sucht nach dem großen Ereignis und übersieht die kleinen Signale, die ihm vorausgehen. Im Unternehmensalltag ist das fast schon ein Klassiker. Alle warten auf den sichtbaren Durchbruch, auf die harte Kennzahl, auf den Moment, in dem man sagen kann, jetzt hat es sich gelohnt. Ein Weekly endet mit klaren Entscheidungen. Übergaben verlieren Schleifen, ein Thema hängt nicht mehr 3 Wochen zwischen 2 Bereichen. Ein Owner übernimmt sichtbare Verantwortung. Der Status ist auch belastbar und nicht kosmetisch. Das wirkt klein, genau daraus wachsen später die großen Resultate. Dasselbe Muster findet sich aus wissenschaftlicher Perspektive in der Leistungslogik generell. Außenstehende sehen den Sprung. Innen entsteht er über eine Serie kleiner Quotenverbesserungen. Ein paar saubere Entscheidungen, weniger Leerlauf, weniger Fehler unter Druck und dadurch mehr Wiederholbarkeit. Und persönlich ist es so, dass man Gott sei Dank nicht darauf warten muss, dass sich alles plötzlich groß anfühlt. Die wichtigste Frage wird früher gestellt. Ist mein Verhalten inzwischen so gebaut, dass das gewünschte Ergebnis wahrscheinlicher geworden ist? Wenn die Antwort ja ist, dann ist bereits Substanz entstanden, auch wenn das Endresultat noch nicht da ist. Als ich mir das Ziel setzte, die 2 besten Masterarbeiten an 2 Unis zu schreiben, war der entscheidende Fortschritt selten der Moment, in dem etwas offiziell abgeschlossen wurde. Der relevante Unterschied war früher da. Weniger innerer Widerstand vor dem Start. Meine klare Priorisierung, ein stabiler Rhythmus und weniger Sprünge zwischen halbfertigen Baustellen. Und von außen sieht das unscheinbar aus und interessiert vielleicht auch gar keinen. Von innen ist es oft der Moment, an dem ein Ziel erstmals real wird. Und das merkt man auch. 4. Ambition wird gefährlich, wenn sie sich in Betrieb übersetzen lässt. Der letzte Punkt ist aus meiner Sicht der wichtigste. Ambition ist billig, solange sie nur als Selbstbild existiert. Was meine ich damit jetzt? Jeder kann sich für große Ziele begeistern. Jeder kann sich mit einer starken Zukunftserzählung identifizieren. Spannend wird es, wenn Ambition eine Betriebsform bekommt. Dann gibt es Takt, dann gibt es Prioritäten, dann gibt es Standards. Dann gibt es auch Verzicht. In dem Moment verliert Ambition etwas von ihrer Eleganz. Das sage ich, weil sie damit erst konkret wird. Und konkret heißt fast immer Dinge weglassen, Entscheidungen vorziehen, Verantwortlichkeiten benennen, Friktion sichtbar machen. Das ist jetzt deutlich weniger glamourös als das Ziel selbst. Es ist auch der Grund, warum viele Ziele so lange attraktiv bleiben. In der abstrakten Form stören sie niemanden. In der operationalisierten Form verlangen sie Verhalten und Verhaltensänderung. Ich habe gerade in Industrie- und Transformationskontexten gelernt, wie stark dieser Unterschied ist. Prozesse, die auf Ausnahmeenergie gebaut sind, wirken in Workshops beeindruckend. Im Alltag brechen sie. Prozesse, die nüchtern und klar gebaut sind einfach langweilig, aber dafür laufen sie. Und Laufen schlägt beeindrucken, wenn Umsetzung zählt und Menschen von den Prozessen aktiv beeinflusst werden. Aus persönlicher Perspektive ist es wieder nichts anderes. Ein Ziel zu bewundern schafft jeder, bis man es anfängt zu betreiben. Dann diskutierst du weniger mit dir selbst, dann wartest du weniger auf den perfekten Moment, dann brauchst du auch keine tägliche Selbstüberhöhung. Wenn ich jetzt die Frage stelle, was dein System hinter deinen ambitioniertesten Zielen ist, wie antwortest du dann? Du fragst, wie du das Ziel so übersetzt, dass heute ein realer Schritt möglich ist. Dann bewertest du Fortschritt nicht nur am späten Resultat, sondern an der Qualität der kleinen Entscheidungen davor. Dann baust du weniger für ideale Tage und stärker für reale Tage. Anspruch allein bewegt wenig. Ein guter Unterbau bewegt erstaunlich viel. Und das ist die gute Nachricht an der ganzen Sache. Große Ziele werden dadurch nicht kleiner. Sie werden erreichbar.
ohne dass du dich jeden Tag in einen Avenger verwandeln musst. Wenn dein Ziel groß ist, dann mach den Einstieg klein, den Takt klar und die Reibung niedrig. Damit wirst du dir selbst gegenüber glaubwürdiger und du erhöhst die Chancen, dich nicht selbst hinters Licht zu führen. Einige Videos, die du heute im Akkord selbst geswiped zu sehen bekommst, wurden mit KI generiert. Diese führen dich sicher hinters Licht. Wenn du nicht mein Video angeschaut hast, wir sehen uns dort. Bis gleich.